Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin gespannt wie ein kleiner Schuljunge, weil meine DJI Mini 3 Pro ist endlich da. Ein bisschen länger hat es gedauert, aber was lange währt, wird endlich gut. Und ich will heute mal wissen, wie die 1,7er Blende so in der Nacht und im Lowlight reagiert. Also gehe ich mit der DJI Mini 3 mal auf Nachtflug. Darf man ja mittlerweile wieder in Deutschland. Ich freue mich darüber und ich freue mich natürlich auch, dass es mit der wunderbaren Location geklappt hat und der Genehmigung dafür, dass ich hier mit der kleinen Drohne fliegen darf. Und wenn ihr wissen wollt, was die kleine Drohne, die Mini 3 Pro, so alles im Lowlight anstellen kann, dann bleibt dran. Ihr erfahrt es definitiv in meinem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Bevor es losgeht, natürlich der Hinweis, dass ihr nur mit Genehmigung fliegen dürft, beziehungsweise in dafür zugelassenen Gebieten. Da ist es mit der Mini 3 Pro natürlich ein bisschen einfacher, weil die immer noch unter 249 Gramm ist. Und wer das Video dann nach dem Juli, also nach dem 1.7. schauen sollte, der weiß natürlich, dass es dann irgendwie Pflicht sein soll, dass hier unten beim Nachtflug auch eine grüne oder eine rote LED verbaut sein muss. Und DJI hat natürlich vorn hier zwei verbaut, aber ich weiß nicht, ob das für die Genehmigung ausreicht. Nur haben wir das große Problem, dass die DJI Mini 3 Pro natürlich 248 Gramm wiegt. 249 Gramm wäre zulässig. Alles, was über 250 Gramm ist, ist dann schon wieder eine andere Gesetzesregelung. Und dafür gibt es hier solche kleinen Lichter, die man hier aufklebt. Die wiegen ganz genau 0,9 Gramm und damit ist die Drohne noch unter 249 Gramm bzw. unter 250 Gramm. Und ich habe euch die mal in der Videobeschreibung verlinkt. Die kann man sich hier runterkleben oder irgendwo rankleben, wenn der Bedarf dafür besteht. Also ich weiß jetzt nicht, wie genau die gesetzliche Regelung dann hier sozusagen gefordert ist oder was die sozusagen fordert. Ich habe es mir vorsichtshalber mal bestellt, ist nicht teuer. 4 Stück kosten da irgendwie 18 Euro. Aber sicher ist sicher und damit sehe ich die Drohne natürlich auch noch besser im Dunkeln, weil ich finde die beiden Dioden hier vorne von DJI, die angebaut wurden, etwas schwächlich, gerade wenn die Drohne dann im Flug ist. Von hinten sieht man die dann kaum mehr, also hat man hier immer noch eine Möglichkeit, dieses LED-Licht da anzubringen. Aber man kann eben nur eins anbringen, wenn man gesetzeskonform bleiben möchte, weil dann ist die Drohne noch unter 250 Gramm. Und wer da mal nachschauen möchte, ich habe euch alles komplett hier in meiner Videobeschreibung verlinkt. Was ihr hier seht, ist das neue Palais im Park von Sanssouci. Diese Aufnahmen sind jetzt bei Sonnenuntergang gegen 20:45 Uhr gedreht. Man sieht sehr schön den Abendhimmel. Alle Farben und Einstellungen kommen 1:1 aus der kleinen DJI Mini 3 Pro. Hier ist nichts bearbeitet. Was mir auffällt, ist die Bildschärfe, die unwahrscheinlich brillant ist für diese kleine Drohne. Alle Aufnahmen sind in 4K 30 FPS gedreht und die Drohne nimmt im Automatikmodus auf, sodass die Aufnahmen authentisch bleiben. Fürs Erste bin ich erstmal sehr beeindruckt und wir schauen mal, ob das so bleibt, wenn es noch dunkler wird. Und den ersten Teil hatten wir geschafft, so ein bisschen Lowlight, Sonnenuntergangsstimmung. Aber ja, in der Zeit, wo wir jetzt hier reden, lädt natürlich die DJI Mini 3 Pro, weil es einfach mal ein Sonderzustand ist. Es gibt momentan kein Zubehör, kein Fly-More-Combo, keine Ersatzbatterien. Die Drohne ist jetzt circa 1,5 Wochen, 2 Wochen auf dem Markt und du kriegst nirgendwo Batterien bzw. das Fly-More-Kit. Also muss man sich hier sozusagen so ein bisschen mit behelfen mit einer Powerbank und gleichzeitig natürlich noch einem USB-C-Kabel. Und hier lädt die Drohne momentan wieder auf, damit ich dann auch so ein bisschen mehr Nachtflug noch machen kann. Aber jetzt gucken wir uns mal den RC-Controller an, weil der ist richtig gut gelungen.
Der Hauptgrund, warum ich die DJI Mini 3 gekauft habe, ist eigentlich wirklich der Controller, weil ich muss nicht mehr mit dem Handy alles erledigen, das Handy hier sozusagen an den Controller ranmachen. Es ist sehr oft passiert, dass mir mal das Kabel abgegangen ist und das war immer so ein bisschen wackelig. Bei großen Handys hast du dann halt Probleme gehabt mit der Halterung, dass die dann sozusagen bei deinem iPhone laut und leiser gemacht hat und. Das kann man hier auch mal an Freunde oder Bekannte einfach so geben. Da brauchen die ihr Handy nicht, da müssen die keine neue Registrierung machen und. Und schaut mal, wie hell dieser Controller jetzt noch ist. Ich sag mal, ich stelle ihn jetzt mal runter auf ganz normal, so gleich mal jetzt mal an auf dunkel. Und das ist immer noch tierisch hell, da sind wir jetzt bei einem Viertel. Und wer sich die DJI Mini 3 kaufen sollte, für den empfehle ich wirklich gleich mit diesem Controller. Der ist hier echt Gold wert. Das macht totalen Spaß. Der hat Grip. Das ist einfach schön, wenn du kein Handy mehr brauchst. Du musst nicht mehr gucken, ist dein Handy aufgeladen, brauchst du das etc. Und hast das natürlich auch noch für Fotos und Filmen frei, weil sonst war es ja immer hier an der Bedienung dran und jetzt kannst du hier mit dem Controller fliegen und gleichzeitig dein Handy natürlich noch nutzen, um deine DJI Mini 3 Pro zu filmen bzw. zu fotografieren. Riesengroßes Lob an DJI. Danke für diesen tollen Controller. Wäre natürlich noch cool, wenn man den noch mit anderen Apps fliegen könnte oder halt seine anderen Drohnen noch damit fliegen könnte von DJI. Ich habe noch eine R2S, die würde ich ganz gerne auch mit diesem Controller fliegen. Vielleicht gibt es ja irgendwann die Möglichkeit der Freischaltung oder, mein Gott, dann bezahlt man halt ein bisschen was dafür für die App und darf sie sich dann aufspielen und kann dann seine eigenen Drohnen weiterfliegen. Mal gucken, wie es jetzt noch wird, was hier für Updates kommen. Ich bin total gespannt, aber der Controller ist erstmal eine Wucht. Jetzt haben wir es etwa 21:30 Uhr, die Sonne ist schon seit 30 Minuten weg und für das normale Auge ist das wirklich schon dunkler, als es hier auf den Aufnahmen dargestellt wird. Trotz wenig Licht, die DJI bleibt detailreich und sehr scharf im Bild. Diese Kamerafahrt, die habe ich mal mit dem 10-Bit-Profil gefilmt und nachträglich bearbeitet. Das ist wirklich einfach nur wow, was hier geboten wird. Wenn ihr schon Erfahrungen mit der DJI Mini 3 Pro habt, dann schreibt sie doch mal hier in meine Videobeschreibung mit rein. Würde mich mal interessieren als Kommentar, was ihr so erlebt mit eurer DJI Mini 3 Pro, wo ihr begeistert seid, was sie sozusagen für euch für Bilder macht. Die einen sind natürlich am Tag total aktiv, die anderen lieben Nachtfotos. Ich muss ehrlich sagen, ich liebe auch die Nacht. Also das heißt praktisch so Nachtaufnahmen und das Ganze dann ein bisschen ruhig und vernünftig gedreht, ist für mich eigentlich immer eine schöne Sache, weil das hat irgendwie immer was, gerade auch so mit Städten. Aber hier in Deutschland kann man natürlich mit der Drohne nicht direkt mal in der Stadt rumfliegen. Das ist meistens nicht erlaubt, außer mit Sondergenehmigung. Deswegen ist es schade. Aber wie gesagt, ich hoffe, ich habe euch eine gute Location raussuchen können für den Lowlight-Test hier für die DJI Mini 3 Pro. Und wir gucken natürlich noch weiter, was die DJI so bringt im Nachtflug. Und wenn man sich die jetzt mal anguckt, im Gegensatz, also es ist schon richtig doll dunkel und man muss einfach mal die Bilder von der DJI Mini 3 hier dazu vergleichen. Es ist schon Oberkracher, also ich werde gleich nochmal dieses Gebäude mit den Lichtern dort abfliegen und dann werdet ihr sehen, was ich meine. Das ist natürlich von der Helligkeit und von der Lichtstärke wirklich eine Wucht. Da ist dieses 1.7 Blendeobjektiv, was jetzt an der DJI Mini 3 dran ist, richtig super. Ich habe natürlich auch noch mal vor, ein Cine-like zu machen, aber ich weiß nicht, ob das Akku so lange hält. Das heißt, ich würde sehr gerne natürlich noch in dem 10-Bit-Profil filmen mit der DJI Mini 3 und gucken, ob ich da vielleicht noch im Nachhinein was graden kann. Mal schauen, ob wir es schaffen. Wir fliegen jetzt erstmal das Gebäude ab. Das ist mal eine Ansicht von der Sony A7S III, was die sozusagen an Lichtstärke bietet. Und wir gucken jetzt gleich mal, was die DJI Mini 3 dann dagegen halten kann. Und ich denke mal, das alles ist in Automatik 4K 30 FPS. Und es sieht auf dem Controller sieht schon mal richtig gut aus. Also wenn man sich das anschaut, das ist natürlich wirklich komplett
Nachtmodus mit der DJI Mini 3 Pro. Also wie gesagt, Dunkelmodus, und im Controller, ich habe den gerade mal ein Viertel aufgedreht von der Helligkeit. Also das ist natürlich hier richtig schick und richtig ordentlich gemacht. Ich bin echt sehr zufrieden. Und wir schauen mal, ob wir das noch schaffen. Aktuell noch 44% Akku. Also müssten wir sozusagen noch einen kleinen Flug schaffen mit der DJI Mini 3, um hier sozusagen mal die Lichtstärke zu testen. Und im Dunkeln sieht man die auch ganz gut. Also jetzt auch mit den aktuellen verbauten Lampen. Aber wie gesagt, meine Lampe ist nachher immer noch ein bisschen besser, weil dann sehe ich sie wirklich gut, weil von hinten leuchtet es dann auch mal ein bisschen komplett. Und wenn wir uns jetzt mal so hier diesen Lowlight-Modus anschauen, kann man eigentlich sagen, wirklich, also top. Bei dieser Helligkeit, also vom Prinzip her sieht man kaum noch was, wenn man jetzt sozusagen draußen steht. Das ist alles ein bisschen künstlich aufgehellt. Aber ich kann sagen, herrlich, also mir gefällt es richtig super. Und wir sind hier vom Gebäude wirklich 200 Meter entfernt. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Oder ja, also der Gesamtbereich ist natürlich super. Ich werde noch mal gucken, ob ich hier vielleicht ein paar Fotos bekomme. So, mal schnell auf Foto umstellen. Zack. Und 48 Megapixel Fotos. Sehr schön. Okay. Gut, von den Fotos wieder auf Video zurück. Ja. Video und dann mal hochkant. Das ist natürlich ebenfalls. Auch vertikal ist es natürlich ein bisschen kleiner als logisch. Sieht natürlich ein bisschen kürzer aus, aber vertikal sieht es immer noch gut aus. Wenn man sich so mal die Helligkeit betrachtet, da ist natürlich alles ein bisschen kleiner im vertikalen Modus, aber kann man sich auch nochmal antun. Ist sozusagen auch eine Geschichte, um hier gute Fotos zu machen, beziehungsweise gute Aufnahmen für sein Instagram oder sein TikTok. Im vertikalen Modus geht das ebenfalls. Also ich bin der Meinung, das sind richtig super Bilder, gerade mit dieser kleinen Blende so viel rauszuholen. Auch bei Lowlight echt eine Top-Drohne geworden, die DJI Mini 3 Pro. Und wenn ihr noch Zubehör für eure Mini 3 Pro braucht, dann schaut mal hier in meine Videobeschreibung. Ich habe wirklich eine ganze Menge schon gefunden, was es jetzt an Zubehör für die DJI Mini 3 Pro gibt. Und in diesem Sinne sage ich danke fürs Anschauen, Kanal abonnieren, Like da lassen und damit tschüss, bye bye und winke winke und sehr gern bis zum nächsten Video.